Ihr Lieben, darf ich euch kurz stören? War UPS da? Ich erwarte dringend diesen Brief von Tesla. Nee. Also entschuldige, aber da kannst du doch, du weißt doch, dass du da warten musst. Hallo. Dankeschön. Tschüss. UPS, na Bella, willst du das haben? Was ist das? Ich glaube, Bella will es dir bringen. Soll ich es aufmachen für dich? Mach mal auf, guck mal rein. Das ist ja ein komischer Lappen. Gleich ein Reißwolf damit, oder? Ich will euch noch mal ganz kurz so 2, 3 Sätze erzählen, wie das bei Tesla überhaupt funktioniert mit der Bestellung. Das funktioniert hauptsächlich online. Das heißt, ihr könnt das Fahrzeug online bestellen oder aber auch in einem Tesla Center, gar kein Problem. Aber wenn ihr es online bestellt, dann geht es im Prinzip auch weiter online. Ihr habt einen, ja, ich sag mal, persönlichen Berater, den könnt ihr immer wieder ansprechen. Aber die Hauptkommunikation geht über SMS oder eben über eure App. Am 14. Dezember, jetzt muss ich noch mal hier genau auf den Monitor gucken, habe ich ihn bestellt. Hergestellt wurde er dann am 14. Januar und am 8. Februar habe ich die FIN bekommen, also die Fahrgestellnummer. Und mit dieser FIN kam dann 2, 3 Stunden später die Aufforderung, die Rechnung zu bezahlen. Das habe ich gemacht und 10 Tage ungefähr, nachdem ich überwiesen habe, kam dann UPS, das habt ihr ja gerade gesehen, mit den Papieren, das heißt COC-Papier braucht ihr für die Anmeldung und der Fahrzeugbrief. Und ich habe das Ganze, weil ich in Berlin keine Lust hatte, mich da anzustellen, an einen Zulassungsdienst gegeben. Die haben das Fahrzeug zugelassen und hier ist es. So, und jetzt ist der weitere Weg. Dann hieß es wieder warten auf eine SMS, auf eine ganz bestimmte SMS, nämlich die euch einen Termin vorschlägt. Die habe ich dann auch bekommen. Da drückt ihr auf den Link, kommt dann in euren Tesla-Bereich, also in eurem persönlichen Bereich und könnt dort zwischen verschiedenen Terminen auswählen. Bei mir waren das, glaube ich, 2 oder 3 Terminvorschläge mit jeweils Uhrzeiten. Ich habe einen ausgewählt und jetzt warte ich, beziehungsweise jetzt warten wir gar nicht mehr. Jetzt geht's los. Wir holen das Model 3 Performance ab. So, was erwartet euch in diesem Video? Ganz klar, die Auslieferung. Ich schaue mal, wie ist die Qualität des Fahrzeuges, Spaltmaße, wobei ich da nicht so super sensibel bin. Außerdem, was ist Neues drin? Neuerungen 2022er Modell, das heißt Ryzen-Prozessor zum Beispiel. Oder eben Scheibenwischerheizung. Sind alte oder neue Rückleuchten verbaut? Das werdet ihr sehen. Dann zeige ich euch, wie geht die Ersteinrichtung eines Teslas. Dann natürlich eine Probefahrt, ein erstes Laden, also eine ganze Menge. Ich fahre jetzt mal mit dem Bus aus dem Berliner Süden, aus dem Südwesten in den Südosten nach Schönefeld zum zum Delivery Center von Tesla. Und ihr seid dabei, ich freue mich. Ach ja, und übrigens, wo denn nun? Ach ja, und übrigens, wenn ihr Drive for Fun unterstützen wollt, freue ich mich riesig über ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Denn das genau ist der Lohn und damit unterstützt ihr den Kanal und seid außerdem immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. I've forgotten what it looks like on the other side of Broad. Yeah, I picked a fight with the boxer, scratched her name just hard, gave a heart attack to the doctor, and lost my mama's dog. On the left on a red light, and lost my right to drive. Just showed me to the shallow end, and I'm so. Jetzt sind es nur noch ein paar Meter zu laufen. Die Aufregung steigt natürlich. Wer selber schon mal ein Auto abgeholt hat, kann das nachvollziehen. Ja, und hier seht ihr jetzt im Prinzip da vorne den alten Flughafen Schönefeld, das Terminal 5, relativ verwaist. Hier drüben der Bahnhof, ja, auch verwaist. Ja, Terminal 1 und 2 sind genau auf der anderen Seite. Aber irgendwo hier muss Tesla sein. Und genau da gehe ich jetzt hin. Mal sehen, ob ich es finde. Also, bis gleich. Well, I missed the kick in the big game, failed my driving test. Misspelled my ex-girlfriend's name on the tattoo on my chest. 'Cause I can't do nothing right, and I can't seem to get along. I forgot
Jetzt bin ich doch ein bisschen zu früh aus dem Bus ausgestiegen, habe mir jetzt für die letzten Meter noch mal ein Taxi genommen, bei den Spritpreisen ordentlich. Für 5 Minuten 16,90 €. Aber okay, da ist es, das Delivery Center von Tesla in Berlin-Schönefeld. Ich gehe da jetzt rein und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich also die Karte bekommen. Sehr freundlich hier, muss ich sagen. Und darf jetzt hier in die Ebene 1 gucken, wo mein Autochen steht. Ich bin gespannt. Hier stehen sie schon alle ganz, ganz frisch. Hier die Karte habe ich bekommen. Da sind quasi meine beiden Schlüsselkarten drin. Und das Auto steht auf dem Platz 1073. Das könnte er sein. Wo sehe ich denn die Platznummer? Platznummer, das ist es genau. 1073. Guten Tag, kleines Model 3 Performance. Ich grüße dich. So, Empfang. Hier sind die Mats, Warnblink, Warndreieck. Ist alles da. Dann gucken wir mal hier hinten, was wir hier haben. So, und zwar ein Ladekabel 7,5 Meter und den Ladeziegel. Alles da. Aber hier, Leute, eure Aufbereiter, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Auch hier noch Klebereste. Das finde ich nicht so gut. Da sprechen wir einmal. Ansonsten, hier vorne ist er auch ein bisschen schurkig. Ein bisschen. Ganz schön sogar. Nee, das kann nicht sein. Da frage ich gleich mal nach. Aber ansonsten steht er gut da. Der steht gut da, der Kleine. Der wird jetzt nochmal weggefahren. Und zwar zur, ja, nochmal Aufbereitung. Diese ganzen dreckigen Stellen und die Klebereste, die müssen weg. Ich trinke so lange hier ein Cappuccino. Mal sehen, wie lange das dauert. So, wunderbar. Jetzt sind die Klebereste weg und das Auto sieht so aus, wie man es erwartet, wenn man ein neues Auto abholt. Nicht mehr dreckig. Jetzt fahre ich hier erstmal aus der Tiefgarage raus. Und dann gucken wir mal, dass wir erstmal das Handy einrichten und die Grundeinstellungen vornehmen. Ausgeliefert mit 69%. Das finde ich gut, da kommt man ordentlich weit. Gut, wir sitzen drin in dem schönen Tesla Model 3. Ich bin begeistert, wirklich. Die Auslieferung war super, außer, habt ihr ja gesehen, diese Dreckflecken haben sie jetzt schön sauber gemacht. Alles gut, Spaltmaße sind okay. Kofferraum muss ich vielleicht noch mal ein bisschen schauen, minimal vielleicht. Das gucke ich mir alles in Ruhe an. Jetzt geht es um die Einrichtung der Software, um die Einrichtung des Handys als Handyschlüssel und das machen wir jetzt gemeinsam. Und ganz wichtig, ich habe immer hier so einen Christophorus. Christophorus, das ist der Schutzpatron eigentlich der Reisende. Hier mit dem Jesuskind auf dem Arm. Fahre ich seit 20, 30 Jahren, habe ich von meinem Papa bekommen. Das kommt ins Handschuhfach. Das ist die erste Aufgabe, Handschuhfach da. Genau, da kommt das Ding jetzt rein und soll mich beschützen. Aha, Handschuhfach manuell zumachen.
Gut, dann fangen wir mal an. Also, mobilen Zugriff ermöglichen. Tippen Sie auf dem Touchscreen Ihres Fahrzeuges auf Sicherheit, mobilen Zugriff ermöglichen. Sicherheit, mobilen Zugriff ermöglichen. Oha, und jetzt habe ich hier schon ganz viele Geschichten. Es gibt ein Software-Update, aber als erstes möchte ich den Handyschlüssel einrichten. Diese ganze Software-Geschichten hier im Tesla und in der App, das erkläre ich euch nochmal später in einem extra Video. Fangen wir mal an, Handyschlüssel einrichten. Handyschlüssel einrichten, koppeln, kommuniziere mit dem Fahrzeug. Ich denke, die Karte, genau, er sagt es, Ihre Schlüsselkarte nun durchziehen. Also hier unten rauf machen. Okay, Handyschlüssel verbunden, iPhone 13 Pro. Schlüsselloses Fahren aktivieren. Das machen wir mal. So, und dann geht es um die Grundeinrichtung. Übrigens, Ryzen-Prozessor ist drin, habe ich aber auch komplett mit gerechnet. Das bekommt ihr hier bei Software und dann einmal hier länger raufdrücken auf die zusätzlichen Fahrzeuginformationen und da steht es Audiosystem Premium, Autopilot, habe ich ja den Enhanced und AMD Ryzen. Darüber freue ich mich sehr. Perfekt. Wir gehen mal in die Navigation. Gehst du weg? Und gucken nach einem Navigieren, Aufladen, nach einem Supercharger. Ich weiß schon welchen, der bei mir in der Nähe ist, nämlich in Belitz. Okay, ich düse jetzt los, gebe das ein. Wir sehen uns gleich während der Fahrt wieder. Bis gleich. So, das fährt sich herrlich. Eingegeben ins Navigationssystem Supercharger in Belitz und da werden wir dann mal das erste Mal so eine kurze Ladung machen, gar nicht viel. Ich möchte einfach mal probieren, wie das mit meinen Zahlungsdaten funktioniert, die ich da hinterlegt habe, ob das gut funktioniert. Ja, einfach mal testen mit euch gemeinsam das erste Laden eines frisch gebackenen Tesla-Besitzers. Sodele. Bremsen wird auch noch so ein Thema sein. Gerade bei den Performance-Modellen. Oh, ich fahre hier gerade totalen Schwachsinn zusammen. Ich sag euch das. Ein totalen Schwachsinn. Die ersten Model 3 sind ja jetzt beim TÜV gewesen und manche, vor allen Dingen Performance-Modelle, haben da Probleme mit den Bremsen. Die sind nämlich teilweise im ganz, ganz schlechten Zustand. Das ist kein Tesla-Problem, sondern allgemein Tesla oder allgemein Problem von E-Autos, weil nämlich durch das One-Pedal-Driving die Bremsen kaum genutzt werden. Ja, es gibt E-Auto-Fahrer, die fahren und fahren und fahren und brauchen für eine komplette Stadtfahrt, gehen die nicht einmal in die Bremse. Und da soll man zumindest am Anfang das Autochen mal einbremsen. Da gibt es von Tesla sogar Empfehlungen, wie das gemacht wird. Und man soll immer wieder mal sehen, dass man die Bremse nutzt, damit eben nach 3 Jahren nicht komplett die Scheiben voller Riefen sind. Das wird natürlich auch noch gemacht. So, wir sind jetzt hier am BER. Nicht gerade ein Beispiel für deutsche Ingenieurskunst und Baukunst, aber er funktioniert ja jetzt wenigstens. Grundsätzlich aber schön hier. Wie fühle ich mich auf meinen ersten Kilometer in meinem Model 3 Performance? Großartig. Wirklich großartig. Macht irren Spaß, es ist total leise. Es gibt die Doppelverglasung vorne, aber hinten nicht. Aber jetzt hier bei 50 km/h, das klingt wie in einer schönen großen Limousine. Sitzen finde ich sehr bequem, die Sitze. Und die Anmutung ist auch wirklich qualitativ absolut hochwertig. Mag ich. So, und er zeigt jetzt hier schon an, Batterie wird zum Schnellladen vorkonditioniert. Wir haben ja dahin 55 Kilometer. Das macht jetzt bei 65% nicht viel aus, aber gut. Da ist ja Tesla wirklich bekannt für das System, was die Supercharger angeht und eben aber auch einen Akku dann entsprechend vorzukonditionieren, dass der eben nicht bei 40, 50 Kilowatt Ladekraft
hängen bleibt, sondern auf die 150 oder noch weiter hoch geht. Das werden wir hier mit 65% Ladung, mit 68 habe ich ihn bekommen, natürlich nicht erreichen. Aber ich bin mal gespannt, wie viel da dann an Strom durchgeht. So, ich schalte euch jetzt mal aus. Ich will mich jetzt ein bisschen auf das Auto mehr konzentrieren und weniger auf mein Gequatsche. Und wir sehen uns dann gleich wieder am Tesla Supercharger in Belitz. Shining on the city lights, all this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I lay awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This is better life, you never tried, I bet it right. This is better life, you never. Ihr seid jetzt noch da, weil mir gerade noch eine Sache eingefallen ist, die machen wir vorher noch. Viele frisch gebackene Tesla-Besitzer, jetzt im ersten Quartal 2022, haben darüber geklagt, dass sie Unwuchten haben in den Reifen. Wahrscheinlich wäre jetzt meine Mutmaßung, liegt das an den langen Standzeiten beim Transport von China hier nach Deutschland oder nach Europa. Das will ich jetzt mal sehen auf der Autobahn. 130. Da ist nichts. Das gibt sich aber auch. Also schreiben auch ganz viele, nach 40, 50 Kilometern oder nach 100 Kilometern hat sich das total gegeben. Bei mir ist gar nichts. Keine Unwucht. Die sind super ausgewuchtet. Und es schreiben auch einige, achtet auf eure Radmuttern. Die müssen laut Tesla mit 175 Newtonmeter angeschraubt werden. Das sei wohl meist zu wenig. Das ist dann ein Fall für meinen Reifenhändler. So, aber jetzt schalte ich euch wirklich aus. Ab, aus, Schluss, bis gleich. Jetzt möchte ich ganz kurz mal selber hier so ein bisschen, das überfordert mich sonst. Bis gleich. So, da ist er. Supercharger in Belitz. Und der Kleine lädt brav, so wie es sich gehört. So wie ich es angenommen habe, klappt es perfekt. Es sind hier 127 Kilowatt, 46% und alles klappt so, wie es sein soll. Und jetzt fahre ich mal zu einem Tesla Fremdenladepunkt, ENBW glaube ich, in Michendorf und möchte mal sehen, ob das da klappt. Also Freunde, das macht mir so einen Spaß hier, mit dem Strompedal durch die Gegend zu düsen. Ich hatte es ja schon in meinem Probefahrtvideo gesehen. Meine erste Fahrt mit dem Tesla. Mit E-Autos bin ich schon öfter gefahren, aber das war tatsächlich die erste Fahrt im Tesla. Und warte mal, ich muss mal ein bisschen navigieren, sorry. Und das war, könnt ihr euch übrigens da oben anschauen. Jetzt rechts abbiegen auf Straße nach Fürstenwalde. Schon ein Riesenerlebnis. Und natürlich auch mit ausschlaggebend, warum ich dann gekauft habe. Aber ich muss gestehen, ich habe glaube ich schon vorher bestellt. Aber war ein super Erlebnis. Und jetzt ist das natürlich nochmal was anderes, wenn man das eigene Auto abgeholt hat. Und das war damals ein Long Range, jetzt ist es ein Performance. Jetzt gucken wir mal EMB Michendorf, wie es da ausschaut mit dem Laden. Denn das sieht man ja immer wieder, gerade für E-Mobilitätsanfänger ist das nicht immer einfach. Hat man die richtige Ladekarte dabei? Funktionieren die Geräte? Funktioniert das mit dem RFID-Chip oder per NFC oder wie auch immer? Das möchte ich noch mal testen und dann kommt der Kleine in die Einfahrt und wird an die Easy Home Wallbox gehängt. Und auch dazu zur Easy Home Wallbox, die Installation und so ein bisschen was die kann, findet ihr ein Video da oben.
shots, I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right and bitch it often is. Schauen wir mal. 74, 73, okay. Funktioniert. Perfekt. Die Ladekarte kann ich euch übrigens empfehlen, wenn ihr Mitglied seid beim ADAC. Dann habt ihr da relativ gute Konditionen und das ist auch weit verzweigt in Deutschland und in Europa. Und wenn mal kein Supercharger in der Nähe ist, ist das sicherlich eine gute Alternative. Ich wollte es jetzt nur mal ausprobieren und es hat auf Anhieb geklappt. Auf nach Hause, hier steht ein Update an. Update machen und dann nochmal alles einrichten, gucken. Es ist ja noch so viel hier in den Menüs, was ich hier alles einstellen kann. Ja, brrr, da freue ich mich drauf. Wenn man von anderen Automobilherstellern kommt, vorher andere Abholerlebnisse hatte, ich rede gar nicht von Porsche, ich kann mich erinnern, Abholung 991er in Stuttgart direkt, das war ein Traum. 3-Gänge-Menü, Werksführung, das war einfach wirklich Weltklasse. Andere Hersteller, egal welche auch immer, man kriegt meistens einen Blumenstrauß, ein Fläschchen oder eine Flasche Öl. Man kriegt den Service, dass das Autohaus oder der Hersteller dann eben das Fahrzeug anmeldet und so weiter. Da gibt es schöne Lounge-Bereiche. Das könnt ihr bei Tesla alles vergessen. Das ist online-mäßig, Start-up-mäßig. Check-in, 2 Minuten, Personalausweis zeigen, Zulassung zeigen. Hier sind die beiden Schlüsselkarten, gehen Sie zum Auto, Auto anschauen, in meinem Fall noch mal kurz zurückgeben und noch mal in die Wagenpflege geben, Auto wieder entgegennehmen, wegfahren. Das war's. Eins muss ich ganz klar sagen, super nettes Team in Schönefeld im Delivery Center bei Tesla. Nicht bemüht, stets bemüht, sagt man immer. Mehr als bemüht, wirklich freundlich, zuvorkommend, wunderbar. Aber ein Abholerlebnis ist das bei Tesla nicht. Aber das ist bekannt, das muss man vorher wissen. Ich sag mal so, wenn ich nicht vorher mich ein bisschen informiert hätte, so viele wie viele von euch auch YouTube-Videos geguckt haben oder im TFF-Forum unterwegs war, dann hätte mich das vielleicht schon ein bisschen geschockt, wie das bei Tesla funktioniert. Aber wenn man das weiß, da eben seine Ansprüche entsprechend runterschraubt und sagt, okay, ich hole das einfach ab, das war's, dann ist das völlig in Ordnung. Ihr werdet da super behandelt hier in Schönefeld und die haben auch für Probleme und Fragen offenes Ohr. Alles gut. Fazit, ich habe großes Glück oder es ist jetzt, sage ich mal, im ersten Quartal 2022 bei den meisten Fahrzeugen so, ich habe gar nichts dran, außer eben den Schmutz. Ich muss mal gucken, hinten bei der Heckklappe, beim Kofferraumdeckel vielleicht ein bisschen, nicht 100%, aber eigentlich für mich nichts, wo ich jetzt sage, da musste ich jetzt irgendwie nochmal zum Service. Es ist alles drin. Ich habe ein 7,5 Meter Ladekabel. Im 4. Quartal 21 wurden, glaube ich, 4 Meter Ladekabel ausgegeben. 7,5 finde ich ganz gut. Der USB-Stick ist drin. Hier funktioniert alles. Er hat sich jetzt kalibriert. Ich habe die Premium-Konnektivität drin. Ja, super. Besser kann es nicht sein. Ich freue mich riesig und jetzt geht es eben noch so ein bisschen drum ums Einstellen und gucken hier in dem Menü und in dem verschachtelten Menü. Aber das macht richtig Spaß. Das ist halt ein Auto schon, ja, für Leute, die auf Technik stehen, die auf Zukunft, auf visionäre Dinge stehen. Das muss man ganz klar sagen. Und darauf freue ich mich jetzt. Und darum schalte ich euch jetzt wieder mal ab und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Schaut weiter rein. In Sachen Tesla wird es immer wieder Neuigkeiten geben. Ich werde den Keyfob mal testen. Was kann der? Was kostet der? Lohnt sich das nicht? Wir werden in die Software gehen. Ich werde mal den Autopiloten testen für euch und so weiter und so fort. Nächste Woche fahre ich von Berlin Richtung Frankfurt zum Nürburgring. Da nehme ich euch mit. Kleiner Roadtrip für mich als E-Anfänger.
Auch total spannend, wie komme ich hin mit den Ladungen, was für eine Ladestrategie. Da freue ich mich total drauf, auch euch mitzunehmen. Aber es wird natürlich auch wieder viele Motorradfahrberichte geben. Viele BMWs stehen an, Yamaha, Kawasaki, KTM und so weiter. Ein Helmtest steht an. Ich werde für euch testen die Racebox Mini, ganz neu von Racebox. Eine kleine GPS-Box, die Trackzeiten tracken kann, von 0 auf 100. Es wird, haha, da freue ich mich schon drauf, es wird ein Reaction-Video geben. Ich werde mal mit ein paar Freunden, mit der Schwiegermutter, mit Lotte und mit anderen Leuten eine kleine kurze Fahrt mit dem Tesla fahren und dann mal 0 auf 100. Kamera wird dann drüben direkt auf die Gesichter gerichtet sein. Da freue ich mich. Ich habe eben mal einmal ganz kurz das Gaspedal komplett durchgedrückt. Alter, mir ist fast schwindelig geworden. 3,3 Sekunden. Ja, wir reden hier von Supersportler-Niveau. Einfach von Supersportler-Niveau in der Kategorie 0 bis 100. Bei 0 bis 200 sieht es anders aus, bei 100 bis 200 auch. Das ist eben bei E-Autos so, aber das ist brachial und da freue ich mich auch drauf. Also, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich komme ins Quatschen, ins Plappern, brauchen wir nicht. Bike for Fun war gestern, sage ich immer noch. Drive for Fun. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.